Hallo zusammen. Oh. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video und heute nach langer Zeit mal wieder zu einem Food Haul. Ihr kennt ja vielleicht meine Speiseplan-Videos, in denen zeige ich euch meinen Food Haul und im Anschluss daran, was ich daraus koche und ja, nehme euch beim Kochen mit. Ihr bekommt die Rezepte zu sehen. Heute machen wir das aber so ein bisschen anders, weil ich glaube, ihr mögt diese Speiseplan-Videos eigentlich ganz gerne. Die sind aber nur mal wegen der, ja, weil ich euch beim Kochen, also beziehungsweise weil ich beim Kochen die Kamera laufen lasse, sehr, sehr aufwendig. Natürlich, ich koche das ja sowieso, aber dann guckt man doch, ja, einfach so ein bisschen genauer, dass alles schön ist und wie es aussieht. Es ist einfach sehr, sehr viel Aufwand und ich dachte, wenn wir das so machen, ich euch den Food Haul zeige und euch im Anschluss daran erzähle, was ich für die Woche geplant habe zu kochen und euch dann so direkt im Anschluss so ein bisschen zeige, was ich für welches Gericht vorgesehen habe, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen häufiger machen. Deswegen testen wir das heute einfach mal und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr das so lieber mögt oder ob ihr wirklich gerne die Rezepte dazu haben möchtet. Wir legen los. Es wird ganz dringend Zeit, dass ich diese Sachen wegräume. Ihr seht, ich habe hier 2 dicke Ikea-Tüten voll mit Einkäufen stehen. Ich war bei Aldi einkaufen, wie eigentlich jede Woche. Ich mache unseren Großeinkauf immer bei Aldi. Ich habe heute so ein bisschen mehr gekauft, als ich das normalerweise mache. Ich glaube, wir haben diesmal tatsächlich 7, nee, oder vielleicht sogar 8 Gerichte, für die ich eingekauft habe. Ich muss das gleich nochmal zählen. Warte mal. Es sind tatsächlich 9 Gerichte, weil mir eins im Aldi dann noch eingefallen ist, was ich vor kurzem unbedingt essen wollte und dann haben wir uns aber doch dagegen entschieden. Mir ist aber auch gerade aufgefallen, dass ich eine Zutat dafür vergessen habe. Das heißt, die muss ich nochmal kaufen. Und ich habe auch noch so ein paar andere Sachen gekauft, die ich normalerweise nicht kaufe. Ein bisschen mehr zum Snacken, weil mir das ja letzte Woche so extrem gefehlt hat, dass wir kaum was zum Snacken hier hatten. Und ihr werdet sehen, ich wollte was ausprobieren, was testen und so weiter. Ihr werdet es sehen, ich lege los. Zuerst einmal, ja, Brötchen. Wir kaufen eigentlich immer diese Aufbackbrötchen und normales Brot, das backe ich ja immer selber. Auch immer noch. Jahrelang backe ich das selber mit meinem Brotbackautomat, denn das schmeckt einfach extrem lecker. Dann selbe Kategorie Brot, Hotdog-Brötchen. Ich habe nämlich Lust, Hotdogs zu machen und das ist nämlich das, was mir spontan noch im Aldi eingefallen ist, als ich da beim Brot stand und die Hotdog-Brötchen gesehen habe und gedacht, stimmt, ich hatte letzte Woche so Bock auf Hotdogs. Deswegen 2-mal Hotdog-Brötchen. Einmal Spaghetti, auch die Nudeln machen wir mittlerweile eigentlich fast immer selber, aber ich habe vorsorglich doch einmal Spaghetti für ein Gericht mitgenommen, falls wir es nicht schaffen, den Teig dafür selber zu machen. Wir brauchten dringend neues Olivenöl, deswegen eine Flasche Olivenöl. Oliven, Spargel im Glas. Kichererbsen, ihr wisst, wir haben immer Kichererbsen zu Hause, weil wir die total gerne essen und wir haben nada, wir haben gar nichts mehr an Kichererbsen, deswegen mussten die ganz dringend mit. Dann habe ich 3-mal Schlagsahne bzw. Sahne halt gekauft, damit das ganz schnell in den Kühlschrank kann. Räucherlachs 2-mal. Und das hier muss ganz dringend in die Tiefkühltruhe. 2-mal Schlemmerfilet Bordelaise. Gibt es nicht häufig bei uns, aber ich habe richtig Bock drauf. Einmal Reibekäse, wobei ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, ob ich nicht lieber 2 gekauft hätte. Ich gucke mal, ob es hinkommt. Frischkäse, einmal Feta. Ich liebe Feta einfach. In Feta könnte ich mich tatsächlich reinsetzen, ganz ehrlich. Dann habe ich hier 3-mal Milch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das die ganze Woche reichen wird. Eventuell schon, weil mein Kleiner mittlerweile gar nicht mehr so viel Milch trinkt. Deswegen könnte das tatsächlich hinhauen. 2-mal Crème Fraiche. Eine Packung Gouda habe ich auch gekauft. Und für die Hotdogs Geflügelwiener. Und wo wir schon beim Thema Würstchen sind, habe ich das hier mal ausprobiert. Das sind die vegetarischen Bratwürste von Aldi. Ich habe mal die gekauft von Mühlenhof, ist es, glaube ich. Und die haben mir nämlich sehr, sehr gut geschmeckt. Und deswegen wollte ich mal diese hier von Aldi testen. Ich glaube, diese Packung mit 4 Würstchen kostet 1,99 €. Und ich bin sehr gespannt. Ich fand es auch richtig cool, dass ich bei Aldi Kokos- bzw. Mandeljoghurt gefunden habe. Allerdings habe ich es dann letztendlich nicht gekauft, weil kein Preis da dran stand. Und das war mir dann doch ein bisschen heikel. Stattdessen habe ich diesen Joghurt hier im Glas genommen. Das ist Bergbauernjoghurt Bircher Müsli. Ich kaufe eigentlich nicht häufig Joghurt ein, aber ich habe richtig Bock drauf. Also ich habe richtig Bock auf diesen Joghurt gleich zum Frühstück mit ein bisschen Birne, was wir noch haben und vielleicht mit ein bisschen Apfel da rein und ein paar Haferflocken. Da habe ich richtig Lust drauf. Ja, und eine Packung Eier habe ich auch noch mitgenommen. Kommen wir zum Obst und Gemüse. Da habe ich nämlich einmal eine Stange Lauch, Salat. Ich kaufe am liebsten diesen hier. Wie heißt denn der? Romana-Salat, genau. Und eine Packung Champignons. Ein paar haben wir noch im Kühlschrank, aber es wird nicht ausreichen. Brokkoli und Paprika.
eine riesen Packung Spinat und eine große Packung Möhren. Und nicht zu vergessen bei uns die obligatorische Gurke. An Obst habe ich heute nur Bananen und Pflaumen gekauft, weil mein Mann am Wochenende schon ein bisschen was eingekauft hat. Und wir haben noch Trauben und ganz, ganz viele Äpfel, vor allem hier, und auch noch so 1, 2 Birnen. Deswegen habe ich nur das hier gekauft. Machen wir weiter mit Konserven. Ich habe 2-mal gehackte Tomaten gekauft und 2-mal Kokosmilch. Und manche von euch werden jetzt lachen. Ich musste tatsächlich Tomatenmark kaufen. Wir haben unsere Tomatenmark-Vorräte aufgebraucht. Ja, wir benutzen viel Tomatenmark. Wir kochen eine Tomatensauce mit sehr, sehr viel Tomatenmark, weil es einfach geil ist, weil es einfach echt lecker schmeckt. Deswegen 3-mal neues Tomatenmark. Seht ihr, ich habe diesmal nicht übertrieben. Dann habe ich noch eine Packung Reis, weil ich mehrere Reisgerichte tatsächlich diese Woche habe. Und eine Packung Vollkornmehl, weil wir auch für mehrere Sachen Mehl brauchen. Und ich kaufe eigentlich nur noch die Vollkorn-Dinkel-Variante. Dann meine obligatorischen Haferflocken 2-mal. Und wir kommen zu den Snacks und zu den Sachen, die ich normalerweise gar nicht so viel kaufe. Nämlich eine Packung Chips. Also es ist super selten, dass wir mal Chips da haben. Und eine Packung Salzbrezeln. Ich esse die so gerne, aber wir haben sie einfach fast nie zu Hause, weil die süchtig machen. Es ist gefährlich. Wenn man einmal so eine Tüte aufmacht, dann kann man nicht mehr aufhören. Es ist leider wirklich so. Außerdem einmal die Aldi Joghurt Gums, also die von der Aldi Eigenmarke, und eine Tafel Schokolade. Ich kaufe sehr, sehr gerne diese hier von Moserot, 70%. Eine letzte Sache habe ich noch. Ganz spektakulär, neue Schwämme. Da haben wir nämlich gar keine mehr hier. Das war der Food Haul. Und also Folgendes. Ich habe vergessen, für die Hot Dogs die Gurken, die eingelegten Gurken, die werde ich noch besorgen müssen, ein Glas. Wie viel habe ich jetzt bezahlt? Ich habe insgesamt 63 € für diesen Einkauf gezahlt und ich muss sagen, ich war sehr überrascht an der Kasse, denn das liegt tatsächlich noch in unserem Budget, obwohl ich so viel außer der Reihe gekauft habe. Ich muss aber auch noch etwas dazu sagen, was wir nämlich vor einer Woche gemacht haben, beziehungsweise was wir regelmäßig machen mit dem Geld, das halt von den Wocheneinkäufen übrig bleibt, oder manchmal nehmen wir ja auch immer so ein paar Euro einfach aus jeder Woche raus und benutzen dieses Geld dann, um einen größeren Einkauf entweder beim Metzger zu machen oder dass wir Fisch kaufen, und das frieren wir dann ein. Das heißt, wir haben das nämlich letzte Woche gemacht. Wir haben uns einen Vorrat an Fleisch und Fisch angelegt und das Ganze eingefroren. Wie gesagt, das machen wir eigentlich regelmäßig so. Wir kaufen das Fleisch so gut wie gar nicht mehr beim Discounter, weil ich denke halt immer 1,50 für 500 Gramm Hackfleisch, das kann nichts Gutes sein. Deswegen kaufen wir das beim Metzger. Wir essen ja auch gar nicht so viel Fleisch, also ich versuche da sehr darauf zu achten, nicht zu viele Fleischgerichte in der Woche unterzubringen. Diese Woche sind es jetzt tatsächlich so ein paar, weil ich dann halt auch nochmal spontan Bock auf die Hot Dogs hatte. Ja, also wie gesagt, das müsst ihr jetzt so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn ihr auch meine Speiseplanung gleich seht, weil ja, das Fleisch und der Fisch dafür ist halt schon in der Tiefkühltruhe und ist schon gekauft und fällt natürlich jetzt eigentlich, theoretisch müsste man das ja jetzt aufdröseln und hochrechnen, was jetzt an diese Woche dann noch vom Fleisch und Fisch da drauf kommen würde. Damit wären wir dann definitiv über dem Budget. Aber wie gesagt, wir nutzen für diese Fleisch- und Fischeinkäufe das, was von dem ja, Haushaltsbudget, von dem Einkaufsbudget übrig bleibt, gesammelt. Oder ja, nehmen halt beide ein bisschen was aus der eigenen Tasche. Oder nehmen auch mal, weiß ich nicht, also mal aus jeder Woche, wir haben das ja aufgeteilt auf Wochen, das Budget, und nehmen aus jeder Woche 5 € raus. Dann haben wir 20 € für Fleisch oder Fisch, die wir verwenden können. Ich erzähle euch jetzt noch, was ich geplant habe zu kochen diese Woche und zeige euch dazu, ja, lege euch da so ein bisschen zusammen, was ich für welches Gericht gekauft habe. Ja, ich habe schon mehrmals erzählt, das erste Gericht auf der Speiseplanliste sind Hot Dogs. Ich habe die Hotdog-Brötchen gekauft und die Geflügelwiener. Die Gürkchen werde ich noch nachkaufen die Tage, und die Röstzwiebeln machen wir selber mit Zwiebeln, die wir noch zu Hause haben. Genauso wie wir Ketchup und Senf noch genügend da haben. Dann möchte ich die Woche mal wieder Hühnerfrikassee machen. Das habt ihr, glaube ich, auch in meiner letzten Speiseplanung gesehen. Das habe ich jetzt aber auch schon länger nicht mehr gekocht. Dafür habe ich gekauft den Reis, die Möhren, die mache ich gerne da rein, den Spargel im Glas und die Pilze. Und
vergessen dazu zu legen. Ich mache auch immer einen ganz kleinen Schluck Sahne dran. Sonst mache ich die Soße noch aus, ja, ich mache eine Mehlschwitze mit Hühnerbrühe, das haben wir aber alles noch da. Dann möchte ich gerne Flammkuchen machen und dafür musste ich tatsächlich sehr viel einkaufen. Erst einmal Mehl für den Teig. Ich mache da immer einen ganz normalen Pizza-Hefeteig. Und da mache ich immer zwei Varianten Flammkuchen. Erst einmal ist so die Basis für beide eine Soße aus Creme fraiche und Gewürzen und Reibekäse. Und dann mache ich eine Variante immer mit Räucherlachs und Lauch. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Und die zweite Variante mache ich immer mit Feta, Paprika und Oliven. Für ein Gericht konnte ich jetzt tatsächlich nur 2 Sachen hinlegen, denn der Rest ist schon da. Ich habe ja schon erzählt, dass wir Fisch gekauft haben und es sind halt so, ja, ganze Fische. Ich weiß gar nicht mal, Wolfsbarsch ist es, glaube ich. Und den möchte ich nämlich machen, Wolfsbarsch mit Ofengemüse. Und da mache ich super gerne Möhren und Brokkoli und Kartoffeln. Also alles zusammen auf einem großen Backblech im Ofen, richtig schön gewürzt. Und dann der Fisch dazu. Super lecker. Also das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsgerichte im Moment. Dann möchte ich gern ein Spinat-Linsen-Masala kochen. Dafür habe ich die Riesenpackung Blattspinat gekauft. Den Reis habt ihr auch schon gesehen und dann brauche ich dafür nämlich Kokosmilch und gehackte Tomaten. Linsen haben wir tatsächlich noch jede Menge hier, deswegen musste ich die nicht kaufen. Und sonst, was da sonst noch reinkommt an Gewürzen, das haben wir alles hier, auch Zwiebeln, Knoblauch und so weiter. Und ja, wie gesagt, wir essen das mit Reis. Dann eins meiner Lieblingsgerichte sind Nudeln. Wie heißt das denn? Alfredo? Ich weiß es gar nicht. Also im Prinzip eine Sahnesoße mit Pilzen und Brokkoli. Und ich esse das so gerne. Vor allem auch gerne mit Tortellini. Die habe ich jetzt aber heute nicht gekauft. Wie gesagt, wir werden die Nudeln hierfür selber machen. Deswegen brauchte ich nur die Sahne, Pilze und Brokkoli. Der wird, wie ihr seht, für 2 Gerichte verwendet. Für das Ofengemüse mache ich da nicht ganz so viel rein. Und sonst Gewürze, Knoblauch und so weiter. Haben wir, wie gesagt, alles da. Dann habe ich ein tunesisches Gericht für diese Woche geplant, nämlich Tagine mit Salat. Tagine, das ist ein Eiergericht. Also das ist fast wie so eine Quiche, aber halt nochmal in dicker, die man in der Auflaufform im Prinzip macht. Eier kommen da rein und Käse und ich werde das mit Thunfisch machen, den wir noch da haben. Kann man auch mit Hähnchen beispielsweise machen, ist eine Variante. Und das schmeckt richtig gut. Und wie gesagt, dazu den Salat. Ich werde nicht nur grünen Salat dazu machen, sondern auch ein bisschen Gurke mit reingeben, Paprika, Mais haben wir auch noch da. Und ja, das ist auch so ein Gericht, das ich echt gerne esse. So einfach so ein Stück, ja, Quiche oder Tagine mit so einem richtig leckeren Salat. Oh, super lecker. Dann haben wir hier das Schlemmerfilet, das ihr schon gesehen habt. Es gibt an einem Tag Schlemmerfilet mit Reis und dazu Gurkensalat. Ich finde das super lecker. Ich mag das Bordelaise sehr gerne, auch wenn das, ja, ich weiß, es ist nicht das Gesündeste. Aber ich mag dann halt so dieses Fett, das, was hinterher noch in der Schale übrig bleibt, sich das dann auf den gekochten Reis zu machen. Das schmeckt einfach sehr, sehr lecker. Deswegen gibt es das an einem Tag. Und wir kommen zum letzten Gericht und das hat mein Mann sich gewünscht. Und das ist nämlich Spaghetti mit so einer Zitronen-Räucherlachssoße. Oh, der schmeckt wahnsinnig gut. Und ich dachte diesmal, dass wir ja nicht mit Sahne das machen, sondern mit ein bisschen Frischkäse und ja, dann Zitronensaft dran und ein bisschen von dem ja, Nudelwasser. Oh, das ist so gut. Und ganz am Schluss zupft man dann den Räucherlachs da rein. Das schmeckt einfach, das schmeckt fantastisch. Das ist sehr, sehr lecker. Es war eine sehr gute Idee von meinem Mann. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir die eine Packung Räucherlachs dann halt aufteilen auf 2 Gerichte, nämlich einmal auf den Flammkuchen und einmal auf dieses Spaghetti-Gericht. Es gab aber nur diese Mini-Packen bei Aldi irgendwie und deswegen hatte ich dann davon 2 gekauft, für jedes Gericht 1. Zitronen dafür und alles andere, was man dafür braucht, haben wir noch da. Deswegen seht ihr nur diese 3 Sachen. Ja, so viel zu unserer heutigen Speiseplanung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nicht vergessen, einmal kurz in die Kommentare zu schreiben, ob ihr das lieber so möchtet oder mit den Rezepten. Ich kann ja auch so einen kleinen Kompromiss machen und wenn ihr unbedingt die Rezepte möchtet, diese einfach auch in der Infobox abtippen. Schreibt mir, draußen wird rumgeschrien, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr am liebsten möchtet und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum neuen Video wiedersehen und ich sage bis dann. Tschüss!